So, und jetzt sind wir mega lieb zu ihr. The Nightmare. Oh, wir haben schon wieder ein frisches freigeschaltet. You're on a path in the woods. And at the end of that, you're here. Okay. I'm getting a terrible of danger vu. Wait, wir sagen jetzt dem mal nicht. Oder sollten wir ihn komplett davon überzeugen, dass wir das schon mal gemacht haben? Nein. Proceed to the cabin. A warning. Ja. She will lie. I don't think lying and cheating is a thing. She was very direct with us last time. Or at least she was direct with us after we decided to lock her away. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das Lügen und das Cheaten ihr Ding ist. Sie wird ziemlich direkt zeigen, was sie macht. Wie beim letzten Mal, wo wir sie eingesperrt haben. It doesn't matter. Don't trust anyone. Genau. Das spielt doch keine Rolle. Vertrau niemandem. Aber der Narrator sagt mir auch erst beim zweiten Mal, dass er mich vor ihr warnt. The interior of the cabin is plain. The smooth wood of the walls almost featureless. The only furniture of note is a lone table, knocked on its side in the corner of the room. A pristine blade stands between you and the open, inviting basement doorway. Wir haben wieder einen Spiegel übrigens. Aber das Interieur ist relativ schlicht. Und der Tisch liegt auf der Seite und vor uns ist ein Messer am Boden. Und wir gehen jetzt mal zum Spiegel. The blade is your implement. Ja. Hold on. What happened to the door? Wo meinst du, was ist mit der Tür passiert? It's just an empty frame. Es ist einfach nur eine leere Umrahmung. She's already gotten out, hasn't she? And she's ready for us. She's been waiting. Can't you feel her eyes on us? Oh, der Paranoid ist wirklich paranoid. Sie ist schon lange draussen, oder nicht? Sie wartet auf uns. Sie wartet. Spürst du nicht die Augen, wie sie uns anstarrt? I'm going to need all of you to pull yourselves together. The princess has not already gotten out. But if you keep getting stuck in your head like this, you're going to struggle to get the job done. Ja, genau. Also, es braucht nicht die anderen, um das zu machen. Die Prinzessin ist nicht draussen. Aber wenn du natürlich zögerst, dann wird es natürlich nicht einfacher, den Job zu machen. So deep breath in, deep breath out. Your task awaits and only you can do it. Ja, genau. Einatmen, ausatmen, deine Aufgabe wartet und nur du kannst das machen. Wir gehen jetzt gleich noch einmal. You didn't say anything about the mirror on the wall. Approach the mirror. You walk up to the wall next to the empty basement door frame. It's a wall. There isn't much to see here. Ja, genau. Es ist eine Wand und es gibt nicht viel zu What are sehen. you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Wipe the mirror clean. Und wieder Reach genau das Gleiche forward, passiert. Rub your hand against the cabin wall. Did he make it go away? Clearly there was something in there worth investigating if he wants it hidden so bad. Ja, genau. Es gibt sicher noch etwas zu entdecken, wenn er das unbedingt will, dass es weg ist. Take the blade. Wir gehen ins Basement. Wir gehen jetzt unarmed ins Basement. Oh, we should have taken the knife. I don't think going down there unarmed is going to do us any favours. Die Paranoid ist wirklich oh, man sollte das Messer nehmen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir unbewaffnet abgehen. You cross over the threshold and onto a series of isolated steps, suspended in darkness. Ja, genau. Wir übertreten die Schwelle und wenn dahinter kommen Treppenstufen, die voneinander getrennt sind und irgendwo ins Dunkle führen. More eyes, too. You never mention the eyes. Noch mehr Augen, du hast gar nicht über die Augen gesagt. The air seeping up from below reminds you of fresh lightning and static, as if you're descending into a place that isn't meant for a creature of flesh and blood. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favour. Ja, genau. Up from below reminds you of fresh lighting and static, as you're descending into a place that isn't meant for a creature of flesh and blood. Also während was wir runtergehen, kommt die Luft unten rauf. Fresh light reminds you of fresh lighting and static. Während wir die Stufen absteigen, wird uns klar, dass das nicht für Kreaturen aus Fleisch und Blut gemacht ist. Her cruel and playful voice prances up the stairs. Ihre schreckliche und lustvolle Stimme
kommt unten rauf. I didn't think you'd come back. We're gonna have a lot of fun, you and I. Ich habe nicht gedacht, dass du zurückkommst. Wir werden noch ziemlich viel Spass haben. Come back? She must have you confused with someone else. Was? Sie kommt zurück. Come back. Zurückkommen. Sie muss sich irgendwie mit dem verwirren wollen. You really don't remember, do you? It doesn't matter, we need a game plan. We know we can't just go down there unprepared. Ja, der Held sagt jetzt, du magst dich nicht mehr daran erinnern. Ja, spielt keine Rolle. Wir müssen irgendeinen Plan haben. Wir können nicht einfach so unvorbereitet abgehen. I'm going to talk to her. We don't need a plan. I'm just going to kill her. Nein, Mr. Renator seems to think I can do it. I don't know why you're all being so pessimistic right now. Step off into the void between the stairs. Continue down the stairs. I'm going to talk to her. Ich gehe mit ihr reden. Didn't you hear my warning a minute ago? She can't be trusted. Talking won't do you any good. Ja, genau. Hast du nicht gehört, was ich vor einer Minute noch gesagt habe? Du kannst ihr nicht vertrauen. Talking won't do you any good. Also reden mit ihr wird nicht zu nicht gut Something führen. tells me she isn't going to be very keen on talking anyway. Irgendetwas sagt mir, dass sie ja nicht wirklich in der Stimmung ist, mit uns zu reden. You make your way to the bottom of the stairs. You make your way to the bottom of the stairs. Wir sind unten angekommen. As you emerge, you find yourself between two loose rows of white wooden planks, suspended in nothingness. A smattering of cobblestones, visible against the inky black of the basement, mark where the floor should be, forming vague pathways. At what seems to be the end of the room, they diverge in opposite directions, left and right. Wie ich feststelle, you find yourself between those loose rows of white wooden planks, also in einer Reihe von losen Holzplanken, wo jetzt nicht sich erstrecken. A smattering of cobblestone, also auseinandergezogene, also verteilte Cobblestones, Kobelsteine. Visible against the inky black, also gut sichtbar in dem tintenschwarzen Boden. Mark where the floor should be, was sollte der Boden darstellen? Forming vague pathway, also formt also so ein einigermaßen schlecht erkennbarer Weg. It seems that end of the room they diverge in opposite. Und am Ende von dem Raum driften sie auseinander, Licht auf die linke und auf die rechte Seite. She could be anywhere. Sie kann überall There's sein. nowhere for us to hide. Und es gibt We're kein, completely exposed. ja genau, es gibt keinen Ort, wo wir uns verstecken. Wir sind komplett bloßgestellt. Are you really not going to comment on how weird this place is? Kannst du nicht mal kommentieren, wie komisch der Ort No, ist? I'm not. Nein, ich tu Somebody nicht. needs to be the voice of reason here, and it certainly isn't you. Ja. Somebody needs to be the voice of reason here. And it certainly isn't you. Also irgendjemand muss das Ganze erklären, das bist sicher nicht du. Excuse me, I'm being incredibly reasonable. You're the one who's just matter-of-factly describing whatever the hell we're looking at like it's an ordinary basement. Entschuldigung, ich bin nicht unglaublich unvernünftig, unglaublich vernünftig. Du bist ja derjenige, der einfach ganz sachlich beschreibt, was zum Teufel hier gerade zu sehen ist, als wäre es ein gewöhnlicher Keller. We're going to die down here. I don't want to die Ich kann hier nicht again. sterben, ich will nicht normal sterben. Please stop saying that. You're only going to make things worse. Just pick a direction and start moving. Genau. Sag das nicht, du musst es nicht noch schlimmer machen. Du dich einfach entscheiden und beweg dich. I wouldn't give it too much thought if I were you. It doesn't really matter. Because either way you go, I'm going to find you. Ich würde nicht zu viel Zeit darüber verlieren, wenn ich du wäre. Es spielt keine Rolle, welchen Weg wir nehmen, sie wird uns finden. Go left, go right, do nothing. Go back the way you came. Do nothing, okay. You decide it's best to do nothing. Du entscheidest dich, nichts zu machen. There you are. I told you I was going to find you. Ich habe dir ja gesagt, dass ich dich wirklich finde. As the princess Oh, approaches, Alter. your legs suddenly go numb. Während sich die Prinzessin dir nähert, werden deine Beine taub. Your arms quickly follow.
Und deine Arme neu. This is it. Das isn't ist it? es. Das, oder nicht? It's almost like you want me to get you. Es sieht so aus, als würdest du wollen, dass ich dich fahre. There has to be a way out of this. Think. Think. Es muss das erinnert mich jetzt gerade an Tanjiro. Es muss irgendein Weg hier rausgehen. Fink, fink! What did you do? Pull yourself together. She isn't supposed to be like this. Was hast du gemacht? Reiss dich zusammen. Es muss nicht so sein. Also sie muss nicht so sein. I wonder how many times I'll get to play with you before you break. Ich wundere mich, wie manchmal sie mit mir spielen, bevor ich breche. Out as your blood begins to coagulate. It's as if every part of your being is coming to a lurching halt. Okay, das muss ich jetzt schnell übersetzen, weil das ist mir doch ein bisschen zu hoch. Deine Sicht wird unterbrochen, während das Blut anfängt zu grinnen anfängt. Es ist, als ob jeder Teil von deinem Wesen schlingend zum Stillstand kommt. Okay, wir sterben. Liver, nerves, heart, lungs. Liver, nerves, heart, lungs. Liver, nerves, heart, lungs. Okay. Liver, nerves, heart, Der Paranoid wird ein bisschen paranoid. nerves, heart, lungs. Wie lange macht er Your das? lungs pull in a desperate gulp of air as your eyes shoot back open. Liver. Also deine Lungen werden von einem Schluck von Luft erfüllt, während deine Augen wieder aufgehen. What are you doing? Was machst du? I'm working. Do you want this body to function, or do you want? And then experience Oh, Alter. once more as your body reapproaches death. Okay, und dann Experience stops once more und dann stoppt wieder alles, während dein Körper wieder am Tod Okay, nachkommt. whatever you were doing, please just start doing it again. Okay, was auch immer du gemacht hast, mach das nochmal. Are you sure about that? Are you sure that's what you want, or do you want to interrupt me some more? Ist es das, was du willst, oder oder hast du nicht lieber wollen, mich noch You unterbrechen? have seconds left. Du hast nur noch Sekunden. Yes, I'm sure. Ja, ich weiß. Heart, Lungs, Liver, Nerves. lungs, liver, nerves. Again, your eyes shoot open as you gasp for breath. Genau. Ja. Nochmal, deine Augen springen auf, während du versuchst, Luft You reinzubekommen. can't decide what you want to do, can you? Ich kann mich nicht entscheiden, was ich machen soll. Oh well, standing there gasping like a fish is more fun than dead. Even if you look ridiculous. Genau, ja. Okay, da stehen und nach Luft schnappen ist eigentlich lustiger als der Tod. Weißt du eigentlich, wie lächerlich du She aussiehst? isn't attacking us. Sie attackiert uns nicht. Warum? The why doesn't matter. She's already proven her ill intent. Don't lose sight of your mission. Ja, genau. Das Warum ist doch eigentlich scheißegal. Das sollte eigentlich beweisen, wie krank ihre Absichten sind. Don't lose sight on your... Verlier nicht der deine Mission aus den Augen. How are we supposed to do that? We don't have a weapon. The way out of here is nowhere to be seen. Ja. Wie sollen wir das machen? Wir haben ja keine Waffe und es gibt auch keinen Weg hier That raus. isn't my fault. Das ist nicht mein It Fehler. doesn't matter whose fault it is, because fighting her isn't an option, right? Genau, ja. Also, es spielt keine Rolle, wem sein Fehler es ist, aber gegen sie zu kämpfen ist keine You Option. should get looking, shouldn't you? Du solltest dich einfach vielleicht mal umschauen, oder nicht? Why won't you finishing me off? What good I am... What good I am to you alive? What do you want from me? Was willst du von mir? What happened after you killed me? I was sent here to stop you from destroying the world. I can't just deny. You are lunatic, you know that, right? Lunatic? Also, du bist mundig. Oder was heißt lunatic? Mir kommt einfach nur Lun. Du bist wahnsinnig. Ah, okay. Du weißt das, oder? If you want to work together, can you at least turn off this whole orgasm shuttering down situation? Orgasm shuttering down.
How about I just kill you instead? We don't have to be enemies. We can work together. We can be friends even. I'm not doing any of this. I'm not helping you leave. Nah. Okay, let's get out of here. Leave together. Fine, you win. I let you leave. Ich tue mit dir. We don't have to be enemies. We can work together. We can be friends. Wir müssen nicht Gegner sein, wir können zusammenarbeiten. Would you look at that? You're suggesting exactly what I want. Somebody's ahead of the curve. Okay. Would you look at that? You're suggesting exactly what I want. Du hast genau das gesagt, was ich wollte. Irgendjemand ist der Zeit vor uns. I tried to leave while you suffocated, but that stupid cabin wouldn't let me. So I started to drag your body out with me and then... I tried to leave while you suffocated, but that stupid cabin wouldn't let me. Also ich wollte, währenddem als du gestorben bist, also suffocated, erstickt bist, habe ich wollte das Cabin verlassen, aber es hat mich zurückgezogen. Also werde ich deinen Körper mit mir ziehen, wenn ich raufgehe. Well, you died before I could get to the door. And then I was here, and now you're here too. Weil du bist gestorben, bevor ich zur Tür gehen konnte. Und jetzt bist du hier und ich bin hier auch wieder. I don't think I can live without you. And dead doesn't count. And as much as I love what we have going on, I have bigger plans than tormenting one poor little creature forever. I want to leave. Okay, ich denke nicht, dass sie mit mir tot rauskommt. Und weil sie das so gerne macht, was sie immer macht, ist vielleicht der Plan besser, anstatt mich zu quälen, sondern rauszukommen quasi. I want to leave. Sie will raus. Why won't you finish me? You need me alive. Then why did you threaten me on the stairs? Why didn't you try being nice to me? Ja genau, das könnte man eigentlich sagen. Wir versuchen jetzt ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. I was sent here to stop you. Ja genau. Wir können dir sagen, wenn du mich lebendig brauchst, dann wieso hast du mich, why did you threaten me on the stairs? Wieso hast du mich quasi, ja, angegriffen auf den Stegen? Why didn't you trying being nice? Wieso hast du nicht einfach versucht, gut zu mir zu sein? I am being nice. Ich bin You're gut zu dir. alive, aren't you? Du bist doch am Leben, oder nicht? And you died of fright as soon as you saw me last time. I didn't think keeping you alive was an option. But it looks like that's not a problem anymore. At least not for me. Und du bist letztes Mal gestorben, wo du mich gesehen hast. I didn't think keeping you alive was an option. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, dich am Leben zu halten. Aber es sieht zu uns, als wäre das jetzt kein Problem mehr. Oder mindestens nicht für sie. You seem miserable. Du siehst schrecklich aus. I wasn't sent here, and if I let you out, what then? Do we go our separate ways? Du bist wahnsinnig. If you want to work together, can you at least turn off this whole organs shuttering down situation? Ja, kannst du nicht einfach aufhören, dass alles an mir innen bebt? I am what I am. It's not my fault that you can't handle being around me. Ich bin, was ich bin. Es ist nicht mein Fehler, dass ich das dir antue. I was sent here to stop you. And if I let you out, blah blah. How about I just kill you? And what if I refuse to let you out? What happens then? Ja, dann bringt sie mich einfach um. I'm not doing any of this. I'm not helping you leave. Okay, let's get out of here. Fine, you win. I let you leave. Okay, let's get out of here. Leave together. What? No! Der Narrator findet sich, was? Nein, sicher nicht. Come around. Oh, this is going to be so wonderful. Okay. Ich habe gewusst, dass du das machst. Das ist so wunderbar. I'm not going to let this happen. Before you can utter another word, your body stops moving. And, do you think you can just wrest control away from us? This body's barely functioning as it is.
Doesn't the world end if we fail to stop her? Won't letting us die here just make it end faster? Okay, ich kann nicht einmal mehr antworten oder das vorlesen. Hast du das Gefühl, wir haben noch irgendwie Kontrollen über uns? Der Körper ist fast nicht mehr fähig, Funktion zu erfüllen. Doesn't the world end if we fail to stop her? Tut nicht die Welt beenden, wenn wir sie nicht aufhalten. Won't letting us die here, just making it end faster. Würde uns umbringen, das nicht schlussendlich noch schneller machen? Shit. Oh, Scheiße. Lungs, liver, nerves, heart, lungs, liver, nerves. Er ist immer noch am Repetieren. Flick of the princess's wrist. The stairs slide back into place. I can't believe you're making me watch you damn everyone to torment and oblivion. Während sie mit ihr Handgelenk bewegt, bewegen sich alle Stufen wieder an ihren Platz zurück. Und er kann nicht glauben, dass er zuschauen, wie einfach alles zur Qual und keine Ahnung was zur Verdammnis verdammt ist. Ah Mann, ich... You don't want to be stuck down here. Komm mit und schon, du willst doch nicht da unten für immer bleiben. The princess glides onto the stairs and beckons you to follow. If only you had a weapon, this would be the perfect opportunity to use it. Die Prinzessin gleitet die Stege drauf und schaut zurück, ob du ihr folgst. Also sagt dir, du sollst ihr folgen. Wenn du doch nur eine Waffe hättest, das wäre die richtige Gelegenheit gewesen. Aber wir haben nicht. We've already made our choice. Und wir haben schon bereits unsere Entscheidung getroffen. We can still grab it on the way out. Wir können es immer noch beim Weg raus noch nehmen. You're not wrong, but maybe you should let me handle the suggestions for the time being. Just focus on keeping us alive. Okay. Ja, das stimmt. Vielleicht solltest du einfach das mir überlassen, den Vorschlag zu machen. Just focus on keeping us alive. Fokussier dich darauf, uns am Leben zu halten. Right. Ja, komm, mach wieder weiter. Step onto the stairs and following the princess gang of Dragon. Folge ihr. You step onto the basement stairs, following the princess as she ascends. Pins and needles punctuate your every step, an uncomfortable and constant reminder of your mortality. Genau. Du steigst auf die Stegen und folgst der Prinzessin, während sie die Stegen raufsteigt. Also Nadeln punctuate your every step. Also du fühlst, wie Nadeln in dich hineinstechen, weil es sich konstant unangenehm fühlt. Wenn du daran denkst, wie sterblich du bist. Is this really worth it? Ist es das wirklich wert? At least it's a choice. Schlussendlich ist es eine Entscheidung, ja. It doesn't justify anything. A terrible choice is still terrible. Das macht es nicht besser. Eine schlechte Entscheidung ist schlussendlich einfach schlecht. Make sure you keep up. We wouldn't want you to fall. Ja, schau, dass du mithalten kannst. Wir wollen nicht, dass du kischst. As if acting on instinct, you crane your neck and look behind you. There is nothing there. As if acting on instinct, also als wäre es ein Akt vom Instinkt. Du drehst deinen Hals und schaust zurück und dort ist einfach nichts. The princess reaches the top of the stairs and taps on the door. Genau, die Prinzessin erreicht den oberen Teil und tippt an die Tür. Her head twists back in your direction, watching you with dead eyes as the way out creaks open. Ihr Kopf neigt sich auf die Seite und schaut dich mit toten Augen an, während der Weg zur Dings, der Weg raus sich öffnet. Don't forget that your pristine blade is still on the other side. Vergiss You nicht, can still make this right. You can still save everyone. You can still save yourself from becoming her tormented pet. genau. Vergiss nicht, dass es da immer noch ein Schwert gibt. Du kannst immer noch das Richtige machen. Du kannst jeden noch retten. Und du kannst auch dich retten davor, dass du es zum einem Tormented. Mann, jetzt kann man das Mord wieder nicht sehen. Also, quasi ihr Haustier, wo sie dann immer quälen kann.
There's no harm in us having a weapon. All it does is give us more options, and we are dangerously low on those right now. There's no harm in us having a weapon. Das ist nichts Schlimmes, wenn wir keine Waffe haben. All it does is give us more options. Es gibt uns einfach nur mehr Optionen. And we are dangerously low on those right. Und wir haben nicht wirklich viele davon. Have you considered that maybe you could operate the autonomic nervous system for a bit? Everyone is trying to manipulate us, and I can only do so many things at once to keep us alive. Genau. Hast du vielleicht mal überlegt, dass du vielleicht mal könntest, das Nervensystem aufrechterhalten? Everyone is trying to manipulate. Jeder versucht es zu manipulieren. Und er kann nicht alles aufs Mal machen. Heart. Liver? Ja, wir sterben. Your body seizes violently as you regain consciousness on the floor of the cabin. Wir erlangen am Boden von der Cabin wieder unser Bewusstsein. Your body seizes violently. Mein Körper verkrampft sich. Während wir wieder zu Bewusstsein kommen. No! You're doing it all wrong. You're supposed to do it like this. Heart, lungs, liver, nerves, heart. Nein, du machst alles falsch. Du müsstest es so machen. Herz, Lunge, Leber, Nerven, Herz, Lunge, Leber. Leber. I have to do everything around here, don't I? Ich glaube, ich muss alles machen, oder nicht? There we go. Back with me where you belong. I thought you might have decided to break yourself just to spite me. It's better for you that you didn't. There we go. Back with me where you belong. Also, jetzt bist du endlich da, dort wo du herkehrst. I thought you might have decided to break yourself. Just to spite me. Sie hat geglaubt, dass ich to break yourself just to spite me. Sie hat schon das Gefühl gehabt, dass ich selber sterben oder mich selber zerbrechen, um sie zu ärgern. Es ist besser, wenn du das nicht machst. Now we can get back to business. For starters, we won't need this where we're going. Jetzt können wir uns wieder am Wesentlichen widmen. Das nächste Mal brauchen wir wieder. Was? We won't need this where we're going. Wir brauchen das nicht dort, wo wir hingehen. The princess plucks the blade from the floor and tosses it through the door behind you. It vanishes into the inky black of the basement, never to be seen again. Die Prinzessin nimmt das Schwert und rührt es hinter die Tiere, die in das tintenschwarze Keller runterfährt, wo wir es nicht mehr werden Guess we're sehen. not stabbing her in the back. Also, ja, ich denke, wir werden es jetzt nicht mehr erstechen. I guess not. Nein, natürlich I'm nicht. going to fix myself a stiff drink. If I'm about to watch you hand the world to her on a silver platter, I'd rather not be sober. Okay. Der Narrator sagt, ich mache mir jetzt einen starken Drink. Ich schaue jetzt gerade so, wie du ihr die Welt auf dem Silbertablett servierst. And now you open the door. Und jetzt tust du die Türen There's öffnen. nothing else for us to do. Das gibt nichts, was wir sonst machen können. Step into the world. Also, wir machen es einfach. Doorknob twists in your hand, revealing the forested path beyond the cabin. You bastard. You've actually done it. You've actually doomed it. Er verschwindet! Alter, er verschwindet! Hat er das jetzt gehört? Der Narrator ist ganz leise geworden. Der Türknauf, du drehst den Türknauf und revealst, gibst quasi den Pfad zum Dings frei, zum Wald. Du verdammter Bastard, du hast es endlich geschafft, du hast alle ins Verderben gestürzt. It's so beautiful. I can't wait to ruin it. Es ist so schön, ich kann nicht warten, das zu ruinieren. But it's so cold, too. It's itching against my skin.
Aber es ist auch so kalt, es juckt auf meiner Haut. The princess exhausted slumps to the ground. Prinzessin erschöpft. Geht auf den Boden zusammen. Why is it so cold? Warum ist es so kalt? Okay, was gibt euch das für ein Dings? You then respond, bla bla bla. Where did she go? And there's that mirror again. Why is it here? So, it's going to be okay, just trust me. But it feels so bad. Ja, ja. It's calling us. And not in a good way. Es rieft uns und nicht auf eine gute Art und Weise. It's not the end, it's gonna be nice. Okay. Can we trust you? Können wir dir vertrauen? Natürlich könnt ihr mir vertrauen. You approach the mirror. Jetzt bin ich interessiert. Silence as you reach forward. They're gone once again. Bla bla bla. Und? Wie sehen wir uns? You are nothing at all. Okay. Geil. But that isn't right. You can't be nothing. Aber das stimmt nicht. Du kannst doch nicht nichts sein. You refocus. Du fokussierst nochmal deinen Blick. And then you see it. Und dann siehst du eine Figur. Ganz faint, also ganz schwach zu erkennen. In einem Schatten. Just beyond the reflection. Ganz hinten hinter der Reflexion. Explore. Are you me? I think you know what I am. Alter Arschloch-Narrator! Du weißt, you know what I am. Du weißt, was ich bin. Crack slides down the center of the mirror, splitting the image into the glass. Also, ein Riss bildet sich vom Zentrum unserem Spiegel und zerstört quasi das Bild im Spiegel. And another crack forms, and another, turning the mirror into a jagged shards of broken glass. Also es kommt noch ein Crack und nochmal ein Crack und hinterlässt der Spiegel in einem riesigen bruchstückhaften Dings. Ja, was auch immer. Alter! Und die Augen, die mich abblinzeln! And then another crack forms, and another, bla bla bla. So, you are the narrator. I was wondering if it would ever get to see you. If I would ever get to see you. What are you? Are you something like me? Was bist du? Bist du so jemand wie ich? If you are not me, then what are you? Oh, I'm nothing like you. Ah, ich bin nicht das, wo... Ich bin überhaupt nicht das, wo du bist. I'm an echo. Likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Ich bin ein Echo. Wie eins von mehreren. Somebody made you. Irgendjemand hat dich gemacht. Und schlussendlich... nach all dem... And I am what's left of him. Und ich bin das, was übrig geblieben ist. Not that I am the only one. Nicht, dass ich der Einzige wäre. Who can make the claim. I'm sure you've met many of others like me. Ich bin mir sicher, dass du schon mehrere von mir getroffen hast. Hallo? So... I have so many questions for you. Does it hurt when pieces of you breaks off like this? I'm sorry, I don't not want to destroy you. Will it help if I look away or stopping asking questions? Ask you something, it's like a piece of you breaks. Are you a part of me? Oh nein, das muss ich nicht fragen. I'm sorry, I don't want to destroy you. Es tut mir leid, ich will dich nicht zerstören. Hilft's, wenn ich wegschaue oder keine Fragen stelle? Jedes Mal, wenn ich dich Fragen stelle, ist es Teile von dir zersplittert. I'm aware. And if I were you, I'd be more precious about your time. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Und wenn ich du wäre, würde ich die wertvolle Zeit besser nutzen. Okay. You said something like that before. Has every narrator really been different?
So you're the narrator. I was wondering if I have so many questions for you. Does it hurt? I'm sorry, I don't want to destroy you. Are you a part of me? Are you something else? You're the one who wanted me to slay the princess. Why? Du bist der gsi, der wollte, dass ich Prinzessin schlage. Warum? Because among other things, she is death itself. To rid the world of suffering, to save untold trillions from being lost forever to the cosmic wind, she must be destroyed. Weil unter all diesen Dingen ist sie das eine tote Ding und to rid the world of suffering und die Welt vor Qualen zu bewahren, ist das Einzige, was man machen kann, ist sie zu zerstören. And despite how far you've fallen, you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. Und despite how far you've fallen, egal wie weit du schon gekippt bist, du hast immer noch die Chance, das richtig zu machen. Despite how far you've fallen, mal safen wir mal da. Oh boy, das ist ja richtig intens jetzt gerade. So, you're the narrator. I was wondering if I would ever... Ja, das sind jetzt blöd. Oh, Alter, kann ich da viel... Destroy the mirror. Who cares about dying? I've died plenty of times. Why would you want to rid the world of death? What is this place? Nein, das frage ich nicht. What is the princess? Did you make her too? I wasn't supposed to see all this, was I? If you made me, then what am I? I've met you many times. Have you been the same all... Have you been the same all along? Das hängt mir eine Frage. You said she contains death. What is she? Sie ist das Resultat von meinen Entscheidungen, würde ich mal sagen. Are you a part of me? Also, wir fragen ihn jetzt mal, I've met you many times, how have you been the same you all along? Ich habe dich so manchmal gesehen, bist du immer der gleiche gewesen? I haven't, and that's by both necessity and design. Okay, bin ich nicht, und das ist am Zweck dienend und am Design. This construct here exists in many places at once. Anytime you failed, anytime you thought yourself dead, it would restart and shunt both your consciousness and hers into another world. Okay, das Konstrukt existiert in mehreren Orten gleichzeitig und jedes Mal, wenn wir einen Fehler gemacht haben, jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, wir sind tot, ist die Welt frisch gestartet worden und das Bewusstsein von mir und von ihr sind in die neue Welt transferiert But you'll be worden. awake soon. But And then you it won't will be be able to awake work like soon. that anymore. And then it won't be able to work like that anymore. Aber gleich wirst du erwachen und es wird nicht mehr möglich sein, das zu machen. Alter. Oh Gott. So you do know about the looping. So many of the times I met you. You've denied it as even being a possibility. Why did you lie to me? She contains death. Naja, er hat mir doch jetzt gerade vorher gesagt, dass er das nicht gewusst hat. If you made me, then what am I? I wasn't supposed to see all this. Komm, wir sagen jetzt mal das. Any other version of me you talked to was just that, a version of me. It wasn't me. As to why they lied, Okay. perhaps they thought that admitting to it would have pushed you to certain realizations that would have made finishing your task impossible. Maybe they were just in denial. Okay. Vielleicht haben sie gedacht, das zuzugeben, würde mich ins Bewusstsein bringen, dass ich irgendwie den Task auf eine unmögliche Art und Weise könnte erledigen. Und vielleicht haben sie es auch einfach I'm verweigert. sure many of them were convinced that they had to be the first version of them you'd encountered. Anything else would have been too existentially unpleasant. Ja, genau. Und jeder wird schlussendlich gedacht haben, dass er die erste Version ist, wo wir begegnet haben.
Und das andere würde sein, schon schnurri existenzielle Probleme stellen. For all I know, each of those other versions of me could have had entirely different understandings of how this construct works. Who's to say which of them are right and which of them are wrong, really? Ja. Und alles, was ich weiss, jede Version von dem kann ein völlig unterschiedliches Verständnis haben, wie das ganze Konstrukt funktioniert. Und wer sagt, welche davon richtig gelegen sind und welche davon falsch. Except for me. I can tell you for a fact that I'm right. Mit Ausnahme von mir, ich kann dir sagen, dass ich recht habe. Okay, holy shit! Do you have anything to say for yourself, for all of this hubris? Was ist das Hubris? Was? Hubris! After you've anything done to us, do you think anyone deserves life? Also live. Hybris. Was ist ein Hybris? So, you're the narrator now. I have so many questions for you. Does it hurt when... Yeah. I'm sorry, I don't want... Yeah. Are you all part of me? You said she contains death. What is she? You show me, what am I? Yeah, I wasn't supposed to see all this. Whatever, blah blah. The people out there beyond the walls of the construct, do they know about this? Do they know what you want me to do to them? And what is my true identity? What would you want to written in the world? Who cares about dying? Nein, aber wir haben einen Haufen interessante Fragen. Ich will zum Beispiel fragen, und what is my true? Und was bin ich wirklich? Or the long quiet, the God I made to rid the world of death. Das lange Schweigen, der Gott, den er gemacht hat, um die Welt vor dem Tod zu befreien. I don't want to be a God, I want to be me. After everything is done to us, do you think anyone deserves to live? Ich will kein Gott sein, ich will mich sein. A God, I was always knew I was special. Ich will kein Gott sein. You are you. And if you would let everything work the way it was supposed to, you never would have woken up to the reality of your true nature. There's no accounting for free will. Du bist du selbst und wenn du alles so hättest laufen lassen, wie es hätte sein, wärst du nie zu der Realität von deiner wahren Natur erwacht. Es gibt keine Erklärung für einen freien Willen. Ja, apropos freien Willen ist auch so ein Thema. Über das habe ich auch schon mit Leuten geredet. Und ein freier Wille ist noch schwierig zu definieren, weil wenn die Welt aus vorbestimmten Abläufen besteht, also deterministisch ist, dann gibt es keinen freien Willen. Weil dann ist alles, was du machst, nicht anders als einfach die Zahnrädchen vom Universum, die so drehen, wie sie nur können drehen, und du bist quasi einfach der Mechanismus, der das macht. Also das heisst, wenn du das Gefühl hast, dass du einen freien Willen hast, schlussendlich entscheidest du gleich so, wie es eigentlich vorbestimmt ist, dass es du machst. Also, es ist nicht vorbestimmt, aber du machst es, weil es physikalische Regeln gibt und das einzig Sinnvolle ist. Jetzt gibt es aber noch die Theorie von der Quantenphysik, wo man sagt, dass ein Haufen Sachen einfach zufällig passieren und dass es für die wirklich keine deterministischen Vorhersagen gibt. Also man nicht kann sagen, ja, das Elektron ist jetzt genau hier oder genau da, sondern es ist wirklich an einer Wahrscheinlichkeit unterworfen. So gesagt kann man dann auch sagen, ja, deine Gedanken bestehen ja auch aus solchen Atomen, wo drinnen ja Quantenzustände herrschen. Also ist vielleicht sogar dein Verständnis nicht deterministisch, also nicht vorherbestimmt, sondern zufällig. Aber auch dann hast du keinen freien Willen, weil dann ist ja das, was du machst, zufällig und nicht das, was du willst. Es gibt also kein... Der freie Wille wäre per Definition im Universum eigentlich, du wärst außerhalb vom Universum
und willst im Universum genau die Entscheidung treffen. Das wäre freier Wille. Aber dann wärst du losgelöst von allem, was in dem Universum stattfindet und könntest die Entscheidung völlig losgelöst von der Funktionsweise von dem Universum treffen. Dann wäre es möglicherweise freier Wille. Aber dann fragt sich, wie kannst du denn einen freien Willen haben außerhalb vom Universum? Weil außerhalb vom Universum heisst, dort herrscht ja keine Physik, es gibt keine Abläufe, es gibt keine Kausalität, möglicherweise. Es gibt kein Vorher und Nachher. Wie willst du Entscheidungen treffen? Es geht gar nicht. Es gibt ja nicht das, jetzt mache ich das und dann schaue ich, was passiert, sondern Zeit gibt es ja auch nicht. So, jetzt haben wir philosophieren. Okay. Pats. Oh shit. So, you're the narrator. After you have everything done to us, do you think everyone deserves... nachdem du all das einsatt hast, denkst du, dass jeder verdient zu leben? Nobody alive has done anything to you. I'm all gone. But if you and the princess want to smite the rest of them for the crimes of a dead man, if you really want to be that petty, there isn't much I can do to stop you. Okay. Keiner hat dir irgendetwas angetan. Ich bin dann ganz weg. Aber wenn du und die Prinzessin den Rest vom... wenn du für den Rest und du und der Rest für die Verbrechen an einem Toten willst bestraft werden, wenn ihr wirklich so kleinlich sein wollt, kann ich nicht viel tun, um sie aufzuhalten. Das verstehe ich nicht wirklich. Destroy the mirror. Who cares about dying? Why would you want to rid the world of death? Wieso willst du die Welt vor dem Tod befreien? Ja, das ist eine gute If you Frage. need to ask that question, there's nothing I can say to move you. You haven't died. You cannot die. So you cannot grasp the abject horror of dying. Ja, genau. Du musst jetzt genau diese Frage stellen. Es gibt nichts, was er mir sagen kann. Ich bin ja schliesslich nie gestorben. Ich kann gar nicht sterben. Ich kann nicht einmal verstehen, was es bedeutet, die Horrorvorstellung vor dem Sterben. Do you have anything to say for yourself? I have so many questions to you. Do you... Jetzt muss ich doch nicht fragen, are you a part of me? Are you something else? You said she contains death. What is she? Du hast gesagt, sie beinhaltet den Tod. Was ist sie eigentlich? She is the shifting mound, the ebb and flow, the capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die, for she becomes that which others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can. Sie ist ein sich verändernder Hügel. Die Ebbe und die Flow hat die Fähigkeit für die Veränderung. Sie ist Transformation oder das meiste davon. Ihre Natur ist der Grund, warum ich sterben muss. Und sie wird zudem das alles wahrnehmen, aber im Echo von diesen Dingen nicht wahrnehmen. Nicht so, wie es ein Mensch kennt. Oh, what a run out of questions. Death of the author. I'm not going to slay her. I want you to know that before you die for good. Rest, I'm going to destroy her. Ich werde sie nicht umbringen, ich will nur, dass du das weißt. Oh Gott, ich muss es speichern. Oh Gott, resist, I'm going to destroy her. Wieso sollte ich sie umbringen? Sie wird ja zu einer Person, eigentlich. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich mache. Ich will wissen, was sie sagt und dann über das nachdenken. I think you're out of time. I haven't decided what I'm going to do. Ich habe nicht entschieden. Ja, das sage ich jetzt. Das ist ehrlich gesagt. I've said my piece, and my time is up.
Ja, ich habe gesagt, was ich muss sagen, aber meine Zeit ist It's vorüber. like I said, I'm just an echo. And echoes always fade away. You know what you have to do. Ja. Ich habe gesagt, was ich kann sagen. Ich bin nur noch ein Echo und Echos sind gemacht zum wegfaden, also ausklingen. Und du weißt, was du eigentlich zu tun hast.